Wir sind heute im Vis-à-vis im bayerischen Viertel, das im Stadtteil Schöneberg liegt, und wir haben die große Ehre, Professor Dr. Horst Zuse sprechen zu dürfen, dem ältesten Sohn von Konrad Zuse. Da sind wir mal sehr gespannt, was wir da erfahren heute. Es war ja irgendwie ziemlich schwierig, hier diese Lokation überhaupt zu bekommen. Ja, na, das ist ein Problem im Augenblick. Also wir nennen es einfach mal Coronavirus. Und in unserer Wohnung, die gleich um die Ecke ist, wollte ich es nicht. Meine Frau wollte es nicht. Also wir schrecken uns sehr ein im Augenblick. Und ich habe keine Lust, diesen Virus zu bekommen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Keine Lust. Nee. Denn ich bin im kritischen Alter mit 74, deswegen gehe ich in kein Lokal, innen auch nicht und gar nichts. Meiner Frau und mir macht das nicht viel aus. Die Wohnung ist riesengroß, die ist 150 Quadratmeter, wir wohnen seit einem Jahr hier. Vorher haben wir in Schaperstraße in Wilmersdorf gewohnt, mit 123 Stufen rauf und runter. Und das geht einfach nicht mehr, in meinem Alter geht das nicht mehr. So, also sind wir hier gleich um die Ecke, sehr zufrieden. Und soll ich Ihnen noch was erzählen? Wie sind wir zu dieser Wohnung eigentlich gekommen? Also die laden uns ein und wollen uns die Wohnung zeigen, aber nicht wie üblich mit Hunderten von Leuten, sondern nur uns beiden. So, und dann sagt die Karin, komm, das machen wir. Hat es was mit Ihrer, sagen wir mal, Bekanntheit zu tun? Hatten Sie? Ja. Und dann hat er uns sie gezeigt. Eine wunderschöne Wohnung, 150 Quadratmeter. Die alte war auch so groß. Und dann haben wir gefragt, ja, müssen wir uns jetzt gleich entscheiden? Normalerweise bei Wohnungsbewerbung müssen Sie den Vermieter gleich auf den Schoß springen. Ja, das müssen Sie ja normalerweise. In Berlin weißt du das so. Ja, so ist das hier. So, aber der sagte, ach, lass ich 2 Wochen Zeit. Und ja, und dann kam er zur Verhandlung. Und da war Zuse, der Name. Der ganze Tisch lag voller Zuse-Prospekte. Ach, das war ein Fan sozusagen. Das war ein Fan, eine Elektronikfirma. Und der Chef, beziehungsweise die Frau, die hatten das gesehen. Zack, hatten wir den Vertrag. Ja, hat auch mal Vorteile, wenn man der Sohn von Konrad Zuse ist. Das war das erste Mal, dass ich solche Vorteile von dem Namen hatte. Und dann haben wir es natürlich sofort gemacht, weil wir kennen natürlich die kritische Situation hier. Wir mussten raus da oben. Also. Ja, freut mich, dass es dann geklappt hat. Ja, jetzt wohnen wir da und ja, fühlen uns wohl und es ist schön da. Ja, und wir haben einen schönen Raum gefunden, um das Interview zu führen, der gleich um die Ecke war. Ja, ist gleich um die Ecke hier und das ist toll. Ja, Sie sind am 17. November 1945 in Hindelang geboren. Der Vorlauf war ja schon sehr abenteuerlich, wie da Ihr Vater mit Ihrer Mutter dann, Ihre Mutter schon schwanger, mit Ihnen aus Berlin geflüchtet ist. Da waren Sie noch gar nicht auf der Welt und haben schon eine riesen Tour gemacht. Natürlich jetzt im Nachhinein, es war eine schreckliche Zeit für die Bewohner in Berlin und Deutschland mit den Angriffen der Bomberflotten. Das war furchtbar. Also ich muss dazu mal eins sagen. Wissen Sie, wir haben heute Corona. Aber was damals passierte, jede Nacht kamen 1000 Bomber über Berlin und andere Städte in Deutschland. Und wenn man das heute mit Corona vergleicht, das ist, ja, es ist eine Pandemie, aber es ist nicht die Katastrophe. Ja, kann man nicht vergleichen. Es ist ein Schuss vor den Bug. Also das war bestimmt keine schöne Zeit. Nein. Auch für Ihren Vater sicherlich nicht. Die ersten 2 Jahre war Ihr Vater mit Ihrer Mutter in Hinterstein.
und dann sind Sie nach Hopferau umgezogen. Und ich habe im Internet ein Bild von Ihnen gesehen, wo Sie an der Z4 zu sehen sind. Können Sie sich daran erinnern? Das ist eine schwierige Geschichte. Das Bild ist mittlerweile weltbekannt und ich muss gestehen, das war 1949, aber wenn man so schaut, wie lange sich junge Kinder erinnern können, wann was war, kann ich mich nicht genau erinnern. Also da muss ich mich auf externe Daten verlassen, aber das ist ein schönes Foto. Ich stehe da an dem Speicher der Z4. Und das ist ein mechanischer Speicher. Ja, und das zeige ich heute immer gerne bei meinen Vorträgen, weil es ist eigentlich das erste Foto von einem jungen Menschen, also der hier, an einem Computerspeicher. Es gibt kein anderes Foto aus den USA, nirgendwoher. Und da amüsiert mich immer. Das stimmt. Ach, damals. Der Vater, dieser Speicher, der war ja ganz spartanisch ausgerüstet. Und wissen Sie, was dann passiert ist? Er hat die Konservendosen von den amerikanischen Soldaten in Hopferau. Es waren ja zwei Positionen. Hinterstein konnte er sie nicht aufstellen, aber Hopferau. Und aus Hopferau haben die amerikanischen Soldaten immer ihre Konservendosen irgendwo hingeworfen. Und dann hat er die aufgeschnitten und seinen Speicher erweitert. Ach was. Zuerst, der hatte ja nur 16 Speicherzellen. Nachher, als er an die ETH Zürich ging, hat er 64 Positionen gehabt, 32 Bit. Ende September haben wir mehrere Ereignisse da unten. Also Punkt 1, das SWR macht einen Abend mit mir, Sie tragen einen berühmten Namen. Das ist diese Fernsehsendung. So, dann fahren wir nach Hinterstein und da gibt es die Ostrach. Das ist ein Fluss, der ist schon 15 Meter breit. Und jetzt haben sie gesagt, wir wollen da ein Kraftwerk machen. Und dann waren sie bei den Bürgermeistern hingelangt und die Allgäuer Kraftwerke sagten, wir suchen da eigentlich einen schönen Namen für das Kraftwerk. So, und dann hatten sie mich eingeladen, die Allgäuer Kraftwerke. Ja, kommen Sie doch mal 4 Tage nach Hinterstein, wir möchten mit Ihnen was bereden. Und dann sagten sie, ja, wir müssen und wollen das Kraftwerk machen und wir suchen einen Namen. Ja, also wir suchen da einen Bezug zu Hinterstein mit dem Kraftwerk. Was kann das sein? Das hat der Bürgermeister vorher auch schon gesagt. Ja, dann habe ich gesagt, naja, wenn Sie wollen, können Sie meinen Vater nehmen. Ne? Und so ist es jetzt auch. Also wir werden Ende September das Kraftwerk einweihen. Ja, und da gibt es dann nicht nur in Hinterstein, wo die Maschine stand, ein Ort, auch in Hopferau. Und in Hopferau gibt es einen Schlossherrn, Bernd Rath, der hat ein Schloss gekauft, das älteste Schloss in Deutschland. Ach was, echt? Ja, und genau daneben, 50 Meter, stand damals ein Schuppen, wo der Konrad Zuse, also mein Vater, seine Z4 endlich laufen lassen hat können. Das war das Mehllager? Genau. Okay. Und jetzt habe ich endlich das Foto gefunden. Und wir wollen da eine Fotoausstellung machen. Und deswegen werden wir da wieder eine tolle Veranstaltung machen. Ja, und das ist so die Geburtsstätte des Computers. Warum? Sie müssen es einfach so folgendermaßen sehen. Ich bin der Sohn, aber ich schaue mir das genau an. Und was hat der Vater eigentlich gemacht? Und ich schaue mir das an, welche Unterlagen gibt es. Und von der Z4? Ja, von der Z4. Und die gilt ja nun wirklich als erster kommerzieller Computer der Welt. Was heißt kommerziell? Sie ist eingesetzt worden in der Schweiz nachher, ab 1950. Was haben die gemacht? Die haben etliche Berechnungen durchgeführt.
Und ich sage Ihnen eins, das waren Lochstreifen. 35 mm Filmstreifen. So, und die waren damals zur Berechnung in der Schweiz. Der Vater hatte, die waren nur so lang. Der Vater hat in der Schweiz haben die waren 40 Meter lang. 40 Meter lange Programme. Meter, ja, das weiß ich. Wahnsinn. Aber die hatten Aufgaben, die sie da einfach rechnen wollten. Und es gab keine andere Möglichkeit, um diese Aufgaben zu lösen. Das war das Verrückte. Ja. Sie waren ja dann 5, glaube ich, oder 6, als Sie nach Hünfeld dann kamen. Neukirchen, genau. Das wusste ich jetzt nicht. Ich dachte, Sie sind gleich nach Hünfeld gezogen. Nein. Ja. Erst nach Neukirchen. Und da wurde ja die Zuser gegründet. Ja, und das war ich war damals, 4,5 Jahre alt. Ne? Und wir mussten aus Hopferau weg, obwohl es eine schöne Gegend war. Sie mussten weg, wieso? Keine Firma, nur Bauernhöfe und nichts. Aber es war eine schöne Gegend, wo ich immer noch gerne hinfahre, diese schöne Gegend. Deswegen werden wir da auch wieder Ende September da sein. Ne? Ja, und das war 1949 Neukirchen. Und das war ein Freund von meinem Vater. Und dessen Mutter hat gesagt, und da gibt es einen Schuppen. Das war diese Postrelais-Station. Genau. Und das muss man sich mal vorstellen. Es ging bei den Z-Maschinen immer nur um Relais. Und dann war es eine Postrelais-Station. Ja, das ist doch ein Witz der Geschichte irgendwie. Ja, da gibt es viele Witze der Geschichte, was mein Vater angeht. Das glaube ich, ja. Da wurden die Pferde gewechselt. Ne? Da kam ein Postkutsche, Transportmittel an. Dann haben die da Halt gemacht, dann wurden die gewechselt und ging es weiter. Ja, genau. Das hat mir die Frau Schneider auch erzählt. Ja. Aber ich meine, warum Neukirchen? Ich meine, das ist ja schon ein Stück weg vom Allgäu. Da hätte es ja auf dem Weg wahrscheinlich dann schon auch andere Optionen gegeben. Nein, es gab keine anderen Optionen. Also er war in Hopferau, hatte den Auftrag von der ETH Zürich bekommen für die Z4 und das war der Harro Stucken. Und dessen Mutter lebte in Burgkaun bei Hünfeld. Die hat ihm gesagt, da ist ein Objekt frei. Sie müssen bedenken, dass damals, das kann man sich heute gar nicht mal vorstellen, alle Orte, ich habe mir das auch erzählen lassen vom Bürgermeister in Hopferau, voller Flüchtlinge waren. Und es war ja nicht so, dass sie wie heute überall tolle Gebäude haben. Und dann kam von seiner Mutter da in Burgkaun, wo seine Mutter lebte, da ist eine Postrelais-Station frei. Also ein Gebäude einfach frei. Und da sind sie dahin. Ich kann mich noch gut entsinnen. Haben Sie noch den Umzug im Gedächtnis? Ja, natürlich. An Füssen, wo die Maschine verladen wurde, kann ich mich gut entsinnen, wie wir angekommen sind. Vielleicht vorher noch, was mich auch noch interessieren würde, in Hopferau, da hat er ja auch schon eine Firma gehabt mit Mitarbeitern. Ja. Ne? Und das waren irgendwie eine Handvoll Mitarbeiter. Das war der Harro Stucken und eine Sekretärin und die Ursula Waldschmidt. So, soweit ich das jetzt in Erinnerung habe. Und die waren aus der Gegend? Nicht unbedingt. Der Ahrens, der hat sogar den Karneval eingeführt in Hopferau. Es war eine bunte Mischung. Und die Ursula Walk, die erste Frau, die da an dieser Maschine gearbeitet hat und heute auch in Deutschland als die erste Frau gilt, die Programmierung gemacht hat. Ist leider vor 3 Jahren verstorben. Da gibt es so ein Bild, wo man das Mehllager sieht in Hopferau. Und da sieht man, glaube ich, 3 oder 4 Menschen davor und auch eine Frau. Ja. Ist das dann die Frau Walk? Oder? Nein, das ist sie nicht. Das ist die Frau Renzi. Und da habe ich lange nachgeforscht im Internet, aber nie gefunden. Also das ist so ein Team, ich weiß, was Sie meinen. Die habe ich nie gefunden. Von der Ursula Walk gibt es so ein Foto von damals. Ja, Sie müssen verstehen, damals, also Fotografien waren ganz selten, ne? Ganz, ganz schwierig. Und
Deswegen gibt es ja auch zum Beispiel von der Z3 keine Fotos, weil der Vater einfach kein Fotomaterial hatte. Ne? Dann sind Sie nach Hünfeld umgezogen. Ja, 1956 sind wir dann umgezogen. Da kam der Vater auf die Idee, ein Haus zu bauen. Und Ach, das wurde gebaut von ihm sogar? Ich habe es gesehen, ich war ja in Hünfeld. ja, er hat das selbst gebaut. Ja, also. Ja, im Hasegrund. Hasegrund, ja. 21. 21, ah ja, genau. Ja, das ist heute verkauft, aber und das war immer sein Traum. Also ich muss es noch mal ein bisschen anders formulieren. 1950 wurde die Maschine Z4 an die Schweiz ausgeliefert. Das hat einen Ertrag gegeben von 80.000 Schweizer Franken. Schauen Sie mal, 80.000 Schweizer Franken 1950. Nicht schlecht. Dann kam der Auftrag von der Firma Leitz. Mit der Z5 dann. Die Firma Leitz, also der Ernst Leitz, damals der Chef, und der war ein kluger Mann. Und der hat von der Maschine in Zürich gehört. Und der wusste, wenn ich eine solche Maschine habe, und die Firma Leitz ist ja heute noch für ihre iPhones und Dinge und so weiter. Also Sie machen so optische, Firma Leitz ist optische ja, Industrie. und Objektive und so weiter. Der wusste, wenn ich eine solche Maschine habe, dann ist die Konkurrenz erledigt. Und die war nicht zerstört, er hatte das Geld. Was war nicht zerstört? Seine Firma war nicht Ach, die Firma war nicht zerstört. In Wetzlar. Okay. Ne? Die ist intakt geblieben. Ah, okay. Ja, die war nicht zerstört. Was hat er gemacht? Also seine Angestellten waren in Zürich, wir sagten, eine Wahnsinnsmaschine, damit können wir Objektive. Und wissen Sie, es ging darum, die Theorie, die sie mit Linsensystemen haben, durchrechnen zu können. Das ging mit den ganzen Taschenrechnern nicht. Man hatte schon die Theorie, wie man das machen kann. Und nachher ist das Summikron entstanden. Summikron, was ist das? Ja, das ist eine 6-Linser von Leitz. Das war die beste Objektiv zu der Zeit. Ach, die ist durch die Z5 berechnet worden? Ja. Summikron heißt Ja. die? Ah. Ja, das war farbtreu, das war eine wahnsinnige Auflösung. Sie haben die 300.000 D-Mark damals vorab bezahlt. Ach, vorab war das. Ja. Und wissen Sie, wenn ich heute auf Vorträgen bin und wenn ich die Leute da alle mal frage, wieso hat der Ernst Leitz 300.000 D-Mark bei der Bestellung bezahlt und nicht eine Anzahlung oder so? Dann gucke ich da, keiner hat eine Ahnung. Und dann 3 Jahre später ist sie ausgeliefert worden. War einer der größten Erfolge. Jetzt kommt noch was dazu. Was die wenigsten wissen, ich habe da neulich mal einen Vortrag drüber gehalten und nächstes Jahr kommt noch ein neues Buch darüber raus. Genau darüber. Remington Rent, eine Firma aus den USA mit Filialen in der Schweiz, hat dem Vater 30 Aufträge gegeben über Computer. Jeder um die 300.000 D-Mark. Oh, wow. In der Schweiz. 30. Und das Lukrativ, ja. war ein Wahnsinn. Und das ging vorbei an den alliierten Kontratsgesetzen. Das haben ja Leute erzählt, die in der ZUSG gearbeitet haben. Und die haben gesagt, das durfte niemand wissen. Niemand. Auch im Internet kann man kaum was drüber lesen, Nein. über diese Remington-Maschinen. Ja, das werden Sie war erst ja- im nächsten Jahr lesen können von mir, Ja. wenn ich das veröffentliche. Das war ja Lochkartenindustrie. Das war, Ja, ich habe da, auch sehen Sie, gelesen. da finden Sie nichts über diese ja, Maschine. ja. Aber das war so der zweite Glücksfall für Ihren Vater. Also, dritte. Der dritte schon? 1949 Schweiz, Z4 war der erste, Ja. Z5 war der zweite und das war Ach der ja, dritte. Z5 war auch schon ein Glücksfall, stimmt ja. Ja, Also natürlich. 3 glückliche Ja, und- Ereignisse hintereinander, die es ermöglicht haben, genügend Geld zu haben, um Ja. die Sache dann weiter am Laufen zu halten. Ja. Waren ein bisschen Glücksfälle, aber ja. Also das war dann Remington, das war parallel zur Z5. Ja, danach, ja. Also die Z5 war ja 1953 die Auslieferung. Ja, Und da gibt es ja dieses tolle Bild mit dem, alle mit der Bierflasche Ja, und, ja, ja. und die wunderschöne Z50 war ja in weiß. Für so eine Maschine eher ungewöhnlich, dass man die so hübsch macht eigentlich.
ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Da Ja. dachte ich, das ist ja erstaunlich, weil die sieht ja schon extrem schick aus. Also. Die sieht schick aus. Ja, ja. Und jedes Museum würde sich darum reißen, wenn nicht nach dem Verkauf der Zuse-Gesellschaft die verschrottet worden wäre. Wer hat die denn verschrottet? Die Firma Leitz dann auch? Oder weiß man nicht, wo sie wirklich abgeblieben ist dann? Soll ich heute Ärger kriegen? Die wurde verschrottet, Oh, weil nee. damals keiner den Wert dieser alten Computer gesehen hat. Ja. Ich hatte das Glück, dass ich als 5-Jähriger immer in die Firma durfte. In die Firma Zuse. Und was durfte ich da? Naja, ich durfte ins Lager gehen und mir alles Mögliche, alles, was nicht gebraucht wurde, hat mein Vater angeordnet im Lager. Das kann ja mein Sohn mitnehmen. Es war nicht wenig, weil es auch Fehlentwicklungen gab. Und der Chef vom Lager, der hatte die Anordnung von meinem Vater. So, alles, was wir nicht brauchen, kann er mitnehmen. Und dann hatte ich die halbe Garage voll. Ich sage Ihnen für einen Jungen von damals, ja, Transformatoren, Lötkolben, Lötzinn, Relais, Elektronen oder nachher. Es war fantastisch. Es war wie der Himmel auf Erden für Ja, das war der Himmel auf Erden. Das habe ich alles in meinem Zimmer ganz oben ins Haus hochgeschleppt. Was ich da oben gemacht habe, hat weder meine Mutter noch mein Vater interessiert. Nicht interessiert? Also Sie hatten da Ihre Narrenfreiheit. Ja, ich hatte Narrenfreiheit. Und die Märklin-Eisenbahn war es. Das habe ich gelesen im Internet. Mit 12 programmierte und steuerte er seine Märklin-Eisenbahn mit Lochstreifen. Ja. Also haben Sie da wirklich einen Lochstreifenleser irgendwie gehabt? Ich hatte doch alles. Ich hatte Fernschreiber aus der Zuse KG, ich hatte Lochstreifenleser. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann ich diese Eisenbahn steuern? Ja, das habe ich gemacht. Also das haben Sie irgendwie dann von Ihrem Vater geerbt, dieses Interesse an der Technik dann? Also, mein Vater hat Smalltalk nie geliebt. Wenn die Verwandtschaft kam und das hat er immer gepflegt. Also Verwandtschaft soll kommen. Aber dann hat er sich in die Ecke gesetzt und was die Kinder in Enkelkinder machen, hat ihn nie interessiert. Hat ihn nicht interessiert. Nein, mich interessiert es übrigens auch nicht. Ich habe keine Enkelkinder, aber ich habe auch keine Kinder. Aber mir geht es genauso. Wenn Leute über ihre Enkelkinder sich unterhalten, interessiert mich nicht. Also, da gibt es schon Ähnlichkeiten. Der Vater hat in der Ecke gesessen und nachgedacht und ich tue es auch. Ja. Es wundert mich ein bisschen jetzt, also weil ich habe ein paar Filme von Ihnen auch gesehen, von Ihrer DVD, ein paar so Urlaubsfilme, wo er mit Ihnen auch spielt im Sand und so. Also ein bisschen interessiert hat er sich ja schon für die Familie dann. Richtig. Also man kann ihm eigentlich keinen Vorwurf machen. Er hat immer die Familie zusammengehalten. Stimmt, auch die ganzen Verwandten. Aber letztlich saß er immer in der Ecke und hat nachgedacht. So, und das ist auf mich übergegangen. Das ist bei mir auch zu beobachten, dass mich so Diskussionen über Enkelkinder und so weiter nicht die Bohne interessieren. Ja. Muss ich einfach zugeben. Ja. Und ja, ich war in der Firma, ich durfte ja immer hinkommen. Insofern war das für mich ein Wahnsinnsvorteil als Junge. Ich hatte da elektrische Bauteile, elektromechanische Bauteile. Haben Sie da alleine rumgeschraubt oder hatten Sie auch noch irgendwelche Ja, ich hatte noch Klassenkameraden? Freunde. Oder? Ich hatte noch Freunde, der Herbert Schewe, ein alter Schulkamerad von mir. Wir haben da oft zu Hause gesessen. Ja, und rumgelötet. Und dann war immer die Märklin-Eisenbahn. Und das mit der Märklin-Eisenbahn, das war ja auch ein Projekt von meinem Vater, das fing 1950 an. Das war ja damals Märklin-Eisenbahn, das ging wirklich Befehl für die Signalanweichung, und wann die Züge fahren sollen. Und hatten Sie dann noch zusammengeklebten Lochstreifen oder lief das einmal durch und war dann... Der lief einmal durch.
Und dann sind die Züge angehalten am Ende? Oder? Ja, hatte ich die wieder alle zum Ende, da wo sie stehen sollen. Okay. So wie die Bundesbahn das auch macht. Ne? Im Jahr 2000 hat mich die Firma Märklin eingeladen, hat gesagt, darüber sollten Sie mal vortragen. In Göppingen. Große Veranstaltung, etlichen Leuten. Und dann stand einer auf vom Vorstand der Märklin-Gesellschaft. Die war damals insolvent, deswegen. Aber es stand einer auf, der Entwicklungsleiter, und sagte: So, Herr Zuse, hiermit bestätigen wir Ihnen, dass Sie die erste programmgesteuerte Märklin-Anlage weltweit gebaut haben. Das stimmt. Ja, das stimmt. Also nicht nur Märklin, sondern allgemein Modelleisenbahn. Also die erste programmgesteuerte Modelleisenbahn der Welt wurde von Professor Dr. Horst Zuse. Damals Horst Zuse. Entwickelt. Mit 11 Jahren. Mit 11 Jahren. Einmal habe ich mich fast zu Tode an einem elektrischen Schlag. Und dann hatte ich mir einen großen Knopf, einen roten Knopf. Zum Ausmachen. Ja. Aber wenn Sie einen Schlag kriegen, können Sie den ja auch nicht mehr betätigen. Aber oder? Das ging ganz schnell. Und wenn irgendwas war, zack. Ja. Also die Schulaufgaben, sage ich Ihnen, war eine halbe Stunde. Zack, hatte ich die erledigt. Ja, diese Märklin-Arbeit war riesengroß. Ne? Da können Sie heute noch nach Hünfeld gehen, zur Frau des Bürgermeisters des damaligen. Und die war da oft oben. Und die sagte, ich durfte nie näher als die berühmten 1,5 Meter überhaupt nicht kommen und die angucken. Die Frau vom Bürgermeister. Ja, die Frau vom Bürgermeister, die Rita Fennel. Und mein Vater hat es eigentlich gar nicht interessiert, was ich da oben mache. Und meine Mutter auch nicht. Also ich meine, Ihr Vater war wahrscheinlich auch gut beschäftigt mit seiner Firma. Oder? Ach, der war super beschäftigt. Wer die Erziehung der Kinder gemacht hat, war die Mutter. Der Vater ist jeden Tag die Firma gefahren. Er hat ja Karriere geschrieben mit seiner Firma. Also die Zuse KG ist ja heute wenn ich das auf Vorträgen erzähle. Und deswegen werde ich immer eingeladen. Eine einmalige Geschichte. Und dann haben Sie Ihre Neigung dann weiter vertieft, haben Elektrotechnik studiert an der TU Berlin und als Diplom-Ingenieur abgeschlossen. Dann haben Sie promoviert und zwar interessanterweise dann eben nicht mehr in Elektrotechnik, sondern da ging es dann schon Richtung Informatik und Softwaremetriken, Softwarequalität. Das war so Ihr Gebiet, was Sie dann interessiert hat oder wo Sie halt gelandet sind. Warum sind Sie da gelandet? Was war da der Grund? Es war ganz einfach, nicht ganz einfach. Also davor war Information Retrieval, also Wiederfindung von Informationen. Das war das, was Sie davor gemacht haben? Oder ja, das war davor. Ja, okay. Da hatte ich mit Freunden, haben wir das sogenannte Verkehrssystem entwickelt, Fachbereich Kybernetik, Information Retrieval System. Da waren wir gut. Also waren wir auch weltweit anerkannt. Und diese Algorithmen, um das kurz zu erklären, die habe ich dann für Softwaremetriken. Worum geht es bei Softwaremetriken? Es geht, wenn man Softwareprogramme schreibt, also einfach auf dem Tisch hat, kann man die verstehen. Und die einzige Frage war eigentlich, können wir mathematische Methoden anwenden, dass wir das in Zahlen abbilden können, wie das zu verstehen ist. Und das große Problem war ganz kurz, also es gibt wahnsinnig viel Software, was auf der Welt entwickelt wird. Deswegen war ich auch bei IBM. Und wie können wir feststellen, wie wir dies noch verstehen können, besonders wenn die Entwicklungen weg sind und es kommt einer nach. Und wie soll er das noch verstehen? Und Software ist heute noch genauso. Es gibt ein Wartungsproblem bei Software. Und wenn die Leute weg sind, wie sollen sie die Software warten? Sie werden ja 1987
80 bis 88 dann ein gutes Jahr oder so bei IBM Research. Wie sind Sie zu IBM gekommen? Es war so, ich hatte eine Dissertation gemacht über diese Softwaremetriken und IBM wurde aufmerksam. Natürlich kann der Name SUSE eine Rolle gespielt haben, aber sie haben mich dann eingeladen nach Jordan Heights. Und was Jordan Heights macht, das war ein postdoktorales Programm. Also man wird da eingeladen und das ist ein Deal. Also die IBM sagt, wir möchten wissen, was Sie gemacht haben, wir bezahlen Sie und wir bezahlen auch alle Reisen, die Sie in den USA machen und dann ist das eine Jahr beendet. So muss man das sehen. Dann 1991 haben Sie geheiratet, die Karin Drabe, Ja. auch Informatikerin, habe ich gerade nochmal nachgeguckt. 91 habe ich halt gerechnet, das heißt nächstes Jahr haben Sie die 30er Hochzeit und ich wusste nicht genau, was 30 ist, das ist die Perlenhochzeit. Ja. Wusste ich nicht, habe ich nachgeguckt, weil 25 kennt man, Silberhochzeit, aber 30 Perlenhochzeit. Und dann waren Sie 10 Jahre Privatdozent an der TU Berlin, dann haben Sie an der FH Lausitz auch gelehrt, irgendwie sind Sie zum Professor ernannt worden. Und dann 2010 der Bau der Z3R dann. Ja, die Idee war zu zeigen, was ist ein Computer? Und was ist ein Computer? Wollen Sie es hören? Das ist ganz einfach. Das ist ganz einfach, also gut, in 2 Minuten, was ist ein Computer? Eine Maschine mit einem Rechenwerk, Rechenwerk, muss nicht binär arbeiten, mit einem Speicher, damit man die Daten da reinbringen kann, eine Ein- und Ausgabeeinheit und ein Steuerwerk, was das alles steuert. Das ist ein Computer. Das ist eigentlich fast auch heute das von Neumann-Prinzip. Hören Sie bloß mit dem. Nein. Das war auch eine meiner Fragen übrigens, aber da kommen wir... Nein. Nein. Also, da bin ich jetzt mal richtig fuchtig. So. John von Neumann, 1945 hat er ein Papier geschrieben. Und die wenigsten haben das richtig gelesen. Wenn ich das sage, die wenigsten, habe ich mit Professoren mich auch schon gestritten. Haben Sie das gelesen? So. Und dann haben sie nachher gesagt, vielleicht nicht so genau. Also, was hat John von Neumann dem Konrad Zuse vorausgenommen? Die Frage muss man stellen. Das Einzige, was mir einfallen würde, wäre die Speicherprogrammierung vielleicht. Ja, komme ich gleich drauf. Ja. Ja. Also Konrad Zuse hat alle Komponenten, was schon von Neumann gesagt hat, Speicher und so weiter. Dass man die Programme auch in den Speicher tun kann, ja, das hat Konrad Zuse auch schon postuliert. Aber warum hat er das nicht gemacht? Weil er es nicht konnte. Die Speicherelemente waren zu klein. So, jetzt gucken wir ganz genau nach, was John von Neumann gemacht hat. Er hat postuliert, das können Sie nachlesen, dass man die Instruktionen ändern soll im Speicher. Dass das Programm sich selber ändern kann. Ja, das macht heutzutage keiner. Es gibt einige Programmiersprachen, die das machen, wie Rex von IBM oder Lisp, aber was sie heute auf dem Markt haben, die werden den Teufel tun. Aber der John von Neumann kannte das Werk von ihrem Vater nicht, als er 1945 seine Schriften da veröffentlicht hat. Nein, kannte er nicht. Ja. Es war ein brillanter Schreiber. Er war nicht von den Kriegswirren beeinflusst. In Universitäten halte ich ja auch viele Vorträge und da habe ich immer gesagt, so, jetzt gehen wir da mal ganz detailliert hin. So, und dann sage ich Ihnen eins. Haben Sie das mal gelesen? Oh. Ich habe es woanders abgelesen. Ja, klar. Das ist das Problem. Das Wenn ist Sie Wissenschaft machen, müssen Sie den das Original lesen. Artikel nehmen. Und Ihr Vater, das würde mich jetzt auch noch interessieren, hat er ihn jemals getroffen, den John von Neumann? Aber genau das immer gesagt. Er hat genau das kritisiert. Und ich muss ja meinem Vater nicht alles glauben.
Aber ich habe es genau angeguckt, diesen Artikel. Zum Entsetzen an Universitäten der Professoren. Da habe ich wirklich gefragt, haben Sie diesen Artikel mal genau durchgelesen? Ja, und das ist so. Ja, neben dem Glück von Ihrem Vater, also mit diesen 3 günstigen Ereignissen, das Finanzielle angeht, wurde er ja schon auch immer sehr unterstützt, also von der Familie und auch von Freunden, die dann da mitgeholfen haben. Ja, es ist so. Diesen akademischen Vereinmotiv gibt es ja heute noch. Und das war damals das Zuhause. Also heute, ja, sowas wie hier, wo wir uns hier hinsetzen, gab es ja nicht allzu oft. Und die Heimat war der akademische Verein Motiv. Akademischer Verein Motiv. Ja, so den gibt es heute noch. Und das war seine Heimat. Da war er dann oft. Ja, nur. Nur, also nicht zu Hause, sondern dann dort. Ja, zu Hause natürlich auch, aber es war die Heimat. Und was hat er da gemacht? Er hat sich diskutiert mit seinen Leuten. Ach, das war so ein Diskussionsclub, oder? Ja. Ja. Und da hat er auch die Freunde dann gefunden, die ihm geholfen haben. Dann. Genau. Er hat seine Ideen da geäußert und saßen abends zusammen. Mal offen zu sagen, auch gesoffen. Ja, und da kamen die Ideen, da kamen auch die Unterstützer. Ne? Babbage hatte ja auch schon eine ähnliche Aufteilung der Komponenten, wie es Ihr Vater dann realisiert hat. Aber Ihr Vater kannte die Arbeit von Babbage. Naja, es war schon Unterschiede. Also den kannte er nicht, den Babbage. War ziemlich entsetzt 1945, als er das gelesen hat. Der Vater hat auch immer gesagt, ein Mensch, der einem höchsten Respekt zeigt. Aber er hat kein BDS-System gehabt, was die Maschinen klein macht. Programmierung hat er gehabt, Speicher hat er gehabt, Storage, das ist so, ne? Und dann auch das Rechenwerk. Aber er hat sie nicht konstruiert. Nicht realisiert, ja. Und der Unterschied zum alten Herrn ist, er hat sie gebaut. Er hat sie echt gebaut, die Z1, die Z2, die Z3 und die Z4. Die Z2 war ja dieser Hybridrechner einfach nur so zum Experimentieren, wie es mit den Relais geht. Die Z3 war 100%ig mit Relais gebaut, auch das Speicherwerk. Die Z4 komischerweise, da hat Ihr Vater wieder mechanischen Speicher verwendet. Warum? Gute Frage. Der mechanische Speicher, wenn er den in Relais umgesetzt hätte, was er haben wollte, waren 64 Worte, 32 Bit. Multiplizieren Sie das mal hoch in Relais. Also hätte er nochmal ungefähr 2000 Relais gebraucht. Das war nicht machbar. Okay. Diese Fernmelderelais, die waren nicht für so viele Schaltungen eigentlich konzipiert. Und da hat irgendwie die Firma Zettler auch eine Rolle gespielt, das Problem zu lösen. Wissen Sie da was drüber? Ja, klar. Das war bei der Z5. Und diese Relais waren ja in der Fernmeldetechnik eingesetzt. Und da waren die Schaltungen, wissen Sie, die mit der Wählscheibe. So. Und das war relativ wenig. Aber was der Konrad Zuse wollte, 40 Schaltungen pro Sekunde. Und das konnten die Relais nicht. Die wurden wie abgenutzt irgendwie. Wenn Sie ein Relais sich mal anschauen, ich habe ja keins da, müssen Sie mal einfach schauen, das sind diese Kontakte. Wo das zugeht. Also wenn das Relais erregt wird, dass das Ja, genau. Und das war ja bis damals überhaupt kein Thema. Also wenn Sie gewählt haben und in den Schaltzentralen war das kein Thema. Aber der Konrad Zuse wollte ja die Taktfrequenz auf 40 erhöhen. Und so ungefähr, mehr machen die nicht. Bei mir auch das Problem. Aber da hat die Firma Zettler eine Lösung gefunden. Und die hat er dann für die Z5 verwendet. Ja. Sie haben ja so eine Webseite, wo Sie die Computer von Ihrem Vater beschreiben. Und da steht, dass die Z5 6-mal so schnell wie die Z4 gewesen wäre. Aber die Z4 hat auch schon mit 40 Hertz gearbeitet. Also was hat Ihr Vater gemacht, dass er das da hingekriegt hat? Dass es 6-mal schneller lief?
Ich glaube, das ist eine Fehlinformation. Es ist einfach, dass die Relais schneller geschaltet haben. Das heißt, die Z5 hat einfach schneller getaktet als die Z4. Ja, bei der Z5 waren diese Noppen, die nicht mehr so. Es waren moderne Relais von der Firma Zettler. Bei der Z4 waren es alte. Und die hatten genau das Problem nicht, dass sie sich dadurch. Ah, okay. Das heißt, dann war das doch nicht eine Logikverbesserung, sondern Nein. einfach nur die Taktrate erhöht. Ja. Ah, okay. Dann sind wir bei der Z11. Also was mir gleich aufgefallen ist, dass da doch recht wenig Relais drin sind. Dass man mit den paar Relais so eine, sagen wir doch, komplizierte Rechnungen machen kann. Also, ich sag's mal so. Es ist faszinierend, mit wie viel Relais der Konrad Zuse, also mein Vater, bei der Z3 ausgekommen ist. Da habe ich mit meinem Nachbau echt Probleme. Mit genauso wenig auszukommen? Ja. Ja. Also er hat unheimlich effizient nachgedacht. Und das könnte bei der Z11, die ja nicht seine Erfindung ist, die Z11. Die geht ja auf einen Herrn Seifert zurück. Genau. Also irgendwie hat man die Z11 auch nochmal umgebaut nach Fließkomma. Ja, die wurde ständig umgebaut. Die wurde in verschiedenen Hardware-Versionen ausgeliefert. Was man heutzutage nicht mehr so machen würde. Aber damals, jedes Relais kostete Geld, so um 10 D-Mark. Und wie mir erzählt wurde, wurde das variiert. Und dann waren wir da 10 weniger drin und 10 mehr. Das heißt, die drin. haben sich je nach Auslieferung immer etwas unterschieden dann. Ja, das Problem war nicht wie heute. Heute liefern sie einen PC aus und schalten das frei über Software. Damals ging es echt um Hardware. Z22, das war ja die erste Röhrenmaschine. Die war dann schon speicherprogrammiert, die Z22. Also da war ja dann der Lorenz Hanewinkel, Theodor Fromme, Fritz Rudolf Günsch waren da in der Firma auch sehr aktiv bei der Entwicklung. Also wie viel war Ihr Vater da noch beteiligt an der Röhrentechnologie? Gar nicht. Gar nicht? Nein, das war ein Auftrag an die Herren. Ach, es war ein Auftrag? Also der es eigentlich gemacht hat, ist Lorenz Hanewinkel, lebt heute noch. Und der hat die gebaut. Der hat die gebaut. Der Hanewinkel war ein genialer Konstrukteur, muss man ehrlich sagen. Ja. Ich kenne ihn gut. Er lebt noch, ist so 85 oder. Er war ja damals, glaube ich, erst 24 oder so. Ja, er kam aus Aachen, hat gerade das Studium beendet in Physik und hörte von seinem Chef, du, guck mal, die Zuse KG sucht einen Konstrukteur für eine Röhrenmaschine. Ja, und da ist er hingegangen. Auch ganz schön mutig von Ihrem Vater, dass er da einem 24-Jährigen da vertraut sozusagen. Was sollte er machen? Also die IBM saß im Nacken, die Relaismaschinen waren over. Ja, er musste was machen. Es kam so ein junger Konstrukteur her und Ist wieder gut gegangen. es ist gut gegangen damals. Ja, dann kommen wir zu Z25 mit diesen Transistoren. Vorher hat man ja von Valvo die Transistoren, das war irgendwie eine deutsche Firma. Und dann hat man von Texas Instruments die Transistoren verwendet und da gab es ja riesen Probleme mit der Fertigung dann, was ja auch ein Grund war, dass dann die Zuse KG so langsam in Schieflage kam. Das ist ein ungeklärtes Problem. Da habe ich mal vor Jahren, 5 Jahre, bei einem Zusianer-Treffen mit dem Chefkonstrukteur im Zuse-Hotel in Hünfeld bis nachts um 3 gesessen. Da konnten wir das auch nicht klären, was da eigentlich damals passiert ist. Also es ist mysteriös, man weiß nicht wirklich, was... So würde ich es mal formulieren. Also sagen wir mal so, es geht von Sabotage bis einem Fehlverhalten der leitenden Ingenieure. Sabotage würde ich mal ausschließen. Also ich denke mal
Das lässt sich nicht mehr klären. Lässt sich nicht mehr klären. Nein. Aber es war mitverantwortlich für den Untergang? Oder glauben Sie, dass ohne dieses Ereignis die Zuse KG überlebt hätte? Nein. Auch nicht? Es war ein beschleunigter Untergang. Die Zuse KG war am Ende wegen vieler anderer Dinge, auch wegen der Konkurrenz. Es war einfach, die war am Ende. War am Ende schon. Ja. Das ging nicht mehr. Der Vater hat 10 Jahre Vorsprung gehabt vor den anderen. Am Anfang 10 Jahre Vorsprung, Ja, und den er dann verloren hat mit der Zeit. Ja, dann war es zu Ende. Sie war ja auch sehr klein im Vergleich zu anderen Firmen. Ja, natürlich, wenn Sie sich die IBM anschauen und Siemens und so weiter. Ja, die hat sich tapfer gehalten, aber es war nicht mehr zu machen. Nein, es war am Ende. Ja, dann habe ich auch noch eine Frage. Sind Sie traurig darüber? Weil, nehmen wir mal an, es wäre nicht am Ende gewesen und wir hätten heute noch die Zuse als große Firma vielleicht, dann wären Sie wahrscheinlich, oder hätten Sie dann auch in der Zeit nach Ihrem Vater vielleicht das übernehmen müssen? Also wie ist das für Sie persönlich? Hätten Sie lieber, wären Sie Chef von der Zuse International Corporation? Es war geplant. Es war geplant, auch mit Rheinstahl. Aber nein, es ist besser so, wie es gekommen ist. Besser so, wie es... Ja, ich würde hier nicht sitzen. Ich würde heute nicht mehr leben. Weil es zu anstrengend gewesen wäre. Ich hätte schon nächsten Herzinfarkt. So wie Ihr Vater auch, der hat ja auch einen Herzinfarkt gehabt. Ja, 3 hat er gehabt. 3 sogar. Beim 3. ist er gestorben. Er wollte immer vorwärts schauen. Und die Gesundheit war ihm irgendwo egal. Bis es dann mal gekracht hat. Ne? Also der erste Herzinfarkt 1989. 2-mal konntest du ihm helfen, aber das 3. Mal nicht. Und was sehen Sie jetzt als größte Leistung von Ihrem Vater an? Naja, mit seiner Maschine hat er die Welt schon beeinflusst. Würde ich schon sagen. Er hat Geschichte gemacht. Ja. Und die größte Geschichte, die er gemacht hat, ist verdammt normal. Die heutigen Computer arbeiten nach seinem Prinzip. So, und das ist eines seiner wirklich großen Verdienste. Und deswegen sind wir ja auch zusammen hier. Was ist da los? Und ich bin vielleicht einer der letzten Augenzeugen. Ich war dabei. Und mit der höchsten Ehrlichkeit, also die ich vorweisen kann.